Moin zu einer neuen Runde State of Survival. Heute geht es um Generation 13, Heldengeneration 13. Wir haben sie gerade auf dem PTR. Wichtig zu wissen, alles kann sich natürlich ändern. Gucken wir uns das an. Wir sehen bereits Lucky, Nikola und Maddie. Was haben die wirklich mit Generation 13 zu tun? Naja, wie wir jetzt auch gerade schon sehen, wir können mit ihnen nicht mehr viel anfangen. Die sind einfach viel zu schwach. Und dementsprechend haben sie sich gedacht, wir müssen was ändern. Irgendwas müssen wir mit diesen Helden anfangen. Kommen wir genau dazu. Wie ihr gerade schon gehört, sind wir auf dem PTR. Dementsprechend sind die Sachen wieder auf Englisch. Ihr seht auch schon, Maddie hat 12 Millionen Power. Wenn ihr in eurem Account auf Maddie guckt, hat sie ungefähr 6 Millionen Kampfkraft. Und das sieht alles ein bisschen anders aus. Denn Maddie, Nikola als auch Lucky sind im Endeffekt die neue Variante, die neue Heldengeneration 13. Und was dazu kommt, es gibt ganz viele neue Sachen, die sie zu Generation 13 werden lassen. Und das sind aktuell, das ist das, was wir auf dem PTR bisher testen konnten. Wichtig ist es erstens PTR und zweitens haben wir noch nicht alles dort testen können bzw. sehen können. Denn bisher können wir keine legendären Fragmente noch Maddie-Fragmente nutzen können. Aber das ist auf dem PTR und wir konnten noch nicht alles testen. Ganz wichtig, denn es gibt viele Gerüchte auf Grundlage anderer Videos, die das als Fakt darstellen. Es ist aber einfach, dass wir es noch nicht wissen. Dementsprechend an der Stelle erstmal abwarten und Tee trinken, wie man so schön sagt im Norddeutschen. Und dementsprechend, ich zeige euch das mal kurz. Also, es gibt Varianten, mit denen ihr die Stats von Maddie massiv verstärken könnt. Am Ende des Tages kann sie eine super starke Heldin plötzlich werden aufgrund der Stats. Was ihr dafür braucht, sind in den meisten Fällen diese unendlichen Potions. Leider Gottes PTR Englisch, die deutsche Übersetzung davon sind einfach nur irgendwelche lustigen Zeichen. Dementsprechend bringt euch das an der Stelle nicht so viel, wenn ich das auf Deutsch machen würde. Die braucht ihr. Wie ihr die bekommt, können wir uns auch mal kurz angucken. Das sind nämlich Hero Challenges. Die seht ihr gleich im Video. Die bekommt ihr im Endeffekt über eine neue Form der Erkundung. Seht ihr aber gleich im Video. Habe ich auch als Chapter eingefügt. Das braucht ihr bei den ersten 5. Beim letzten seht ihr jetzt noch zusätzlich, dass ihr diese Kapseln braucht, die ihr auch in Story Missions und Hero Challenges bekommen könnt. Seht ihr, wie gesagt, auch im Laufe des Videos. Die könnt ihr auch als Free-to-Play-Player problemlos bekommen, indem ihr eben diese Erkundungsphase spielt. Die Kosten für zum Beispiel Maddie und Frank packe ich euch unten in die Kommentare. Leider Gottes konnten wir noch nicht so weit testen. Ihr seht, ich habe nicht genug von diesen Sachen verfügbar. Das ist der eine Teil, wie ihr einen Helden leveln könnt. Der andere Teil ist das hier. Da bekommt ihr Limitless Chips. Die bekommt ihr eben auch über die Teilnahme an diesen Events. Die erhöhen aber nur die Base Stats. Und in dem Fall besonders die Marschkapazität, was halt auch ganz gut ist. Das ist soweit das ganze Hero-Profile. Da seht ihr jetzt schon was eingefügt, die Pistole, die bringt nochmal zusätzlich etwas für die Events selbst, nämlich diese Hero Challenge, die ihr jetzt gleich im Video sehen könnt. Die Stats, die sie jetzt hat, zeige ich euch jetzt auch, denn die sind enorm nach oben. Wenn ihr das vergleicht, das ist ein enormer Unterschied. Denn Maddie hat standardmäßig um die 212% und jetzt sehen wir hier schon 1100 und sie ist noch nicht mal gemaxt auf dem Niveau. Dementsprechend, das ist das, was ich euch zu Generation 13 sagen kann. Das, was wir wissen, wie gesagt, was legendäre Fragmente angeht, was die Nutzung von Maddie-Fragmenten angeht, gibt es noch keine Informationen. Dementsprechend auch noch unklar, was hat das für Auswirkungen für euren VIP-Status? Bringt euch der überhaupt noch irgendwie wirkliche Vorteile außer der normalen Stats oder bekommt ihr darüber hinaus auch weiterhin Fragmente, mit denen ihr was Sinnvolles anstellen könnt? Wenn das so bleibt, ohne dass man sie nutzen kann, dann ist das eine Katastrophe, dann ist das eine ganz, ganz miese Aktion. Da kommt natürlich jetzt die Frage auf, wie kommen wir eigentlich an die Materialien? Dafür gibt es die sogenannte Heldenherausforderung. Bei der Heldenherausforderung gibt es ganz verschiedene Level, die bringen natürlich je höher man ist, desto mehr Belohnung bekommt man und da gibt es natürlich auch wieder ein Ranking, das alles dazu. Dazu kann man sich Unterstützungsskills von anderen Helden noch dazu holen. Das ist im Endeffekt eine fortgeschrittene Erkundung. Muss man aber sagen, ist ein bisschen interaktiver, ist nicht so super langweilig. Man kann zwischenzeitlich solche Sachen auswählen und dann kämpft man halt sehr, sehr lange. Also es dauert eine Zeit. Wie ihr seht, oben 280 Runden im Endeffekt und dann hat man das geschafft und bekommt dafür die entsprechenden Belohnungen, mit denen dann weiterhin der Held gelevelt werden kann.
Aber bleiben wir bei dem Thema. Was passiert mit diesen Fragmenten? Wir wissen es nicht, wir haben dazu leider keine Informationen, aber das Video besagt oder zeigt schon an, wie stark die 3 Helden durch diese neuen Sachen werden sollen, dass das im Endeffekt aus Generation 1 Generation 13 werden soll, die unfassbar stark sein könnte. Wie gesagt, es passiert auf dem PTR, also es ist, naja, ein schönes Video, es passiert viel, es sind leider Gottes wieder neue Materialien und wir sind in vielen Sachen unklar geblieben, was besonders den VIP-Status angeht und die legendäre Fragmente als auch die Heldenfragmente. Ich hoffe, ich kann euch damit einen guten Eindruck geben.